Unser erster Besuchstag in Petra beginnt mit einem kurzen Spaziergang zum nahegelegenen Besucherzentrum, der Eingangspforte in das Felsenwunderland. Danach sind zunächst einmal gut 1,5 Kilometer zu Fuß oder wahlweise auf dem Rücken eines Pferdes zurückzulegen, um den Eingang in den schmalen Canyon zu erreichen, der wiederum durchwandert oder mit einem Elektromobil durchfahren werden kann. Nach weiteren 1,2 Kilometern erreicht man schließlich die erste Hauptsehenswürdigkeit, das weltberühmte Schatzhaus. Erwartungsfroh blicken wir schon früh am Morgen auf das unterhalb des Hotels gelegene Archäologische Museum und das daneben liegende Besucherzentrum. Unser Weg führt zunächst vorbei am Museum zum Besucherzentrum, wo wir nicht nur die Eintrittstickets erhalten, sondern auch auf einen sehr laufintensiven ersten Besichtigungstag eingestimmt werden. Auf dem Weg bis Anfang an die Schlucht, danach durch die Fassadestraße. Voller Schwung und frischen Mutes begeben wir uns auf den breiten Zugangsweg, der uns schon bald mit seinen schönen Sandsteinformationen am Wegesrand überrascht. Bald stoßen wir auch auf erste Besiedelungsspuren der etwa ab dem 4. Jahrhundert vor Christus hier ansässigen Nabatäer. Die sogenannten Djinn- oder Geisterblöcke, die lange für Wasserspeicher gehalten wurden, stellen wahrscheinlich einen sehr frühen Grabtypus dar. Direkt gegenüber blickt man auf das von 4 pyramidalen Pfeilern bekrönte Obelistengrab über einem nabatäischen Gebäude, das wohl als Versammlungs- und Gedenkraum diente. Kurz darauf erreichen wir den Canyon-Eingang, auch Sick oder Schacht genannt, durch den die Nabatäer Zugang in ein geschütztes Tal erhielten. Voraussetzung hierfür war ein aufwendiges System aus Dämmen und Umleitungstunneln, die den Sick vor verheerenden Sturzfluten nach starken Regenfällen im ansonsten trockenen Tal des Wadi Musa schützten. Auf beiden Seiten der Felsschlucht verlaufen Reste antiker Wasserleitungen, die den Nabatäern eine sichere Wasserversorgung ihrer Stadt garantierten. Die ursprünglichen Terrakotta-Rohre, die auch im Museum zu besichtigen sind an manchen Stellen noch erhalten. Auch das antike Kopfsteinpflaster aus dem 1. Jahrhundert vor Christus wurde an manchen Stellen freigelegt und restauriert. Bis zu 70 Meter hoch ragen die Steilwände vom Canyongrund empor. An vielen Stellen haben die Nabatäer Votivnischen, figürliche Darstellungen und Schreine im Fels hinterlassen. Auch die Natur hat hier vielerorts vermeintliche Skulpturen geschaffen, wie etwa den Kopf eines Fisches oder gar einen Elefanten. Nun nähern wir uns dem dunklen und engen Ende der Schlucht, wo plötzlich wie eine Verheißung das dramatisch erhellte, berühmte Schatzhaus des Pharao auftaucht. Ein unvergessliches Erlebnis.
Das prachtvolle Mausoleum aus dem 1. Jahrhundert wurde vermutlich für einen nabatäischen König oder eine Königin gebaut. Der arabische Name Al-Kasne oder Schatzhaus stammt von Beduinen, die fälschlicherweise glaubten, ein ägyptischer Pharao hätte in der Urne auf der Spitze einen Schatz versteckt, weshalb sie diese immer wieder beschossen. Die vertikalen Löcherreihen beiderseits der Fassade dienten als Kletterkerben und als Halterungen für Gerüststrukturen, um die Außenseiten des Bauwerks zu bearbeiten. In dem engen Tal war das Schatzhaus gut vor Wind und Regen geschützt. Danach verlassen wir diesen faszinierenden Ort und begeben uns zunächst über den äußeren Sick auf die Fassadenstraße, von wo aus wir zu einer kleinen Klettertour abzweigen, um die Gräber der sogenannten Königswand aus der Nähe betrachten zu können. Anschließend begeben wir uns auf eine längere Wanderung durch das weite Hochtal, die schließlich an einem willkommenen Rastplatz, gleichzeitig Ziel und Umkehrpunkt unseres ersten Besuchstags, endet. Bereits kurz nach Eintritt in den äußeren Sick blickt man staunend auf die in den Fels gemeißelten, wie in einer Häuserreihe nebeneinander liegenden monumentalen Grabfassaden. Danach öffnet sich die Schlucht zur Fassadenstraße, wo als erstes die in Reihen übereinander liegenden Pylongräber mit Doppelfries ins Auge fallen. Wenig später zweigt ein steil nach oben führender Pfad nach rechts ab, dessen Begehung trotz der etwas mühsamen Kraxelei unbedingt lohnend ist. Von einem erhöhten Standpunkt aus genießen wir zunächst den Ausblick auf das monumentale Theater. Der direkt aus dem Felsen gehauene Zuschauerraum fasste bis zu 8000 Personen. Nach einem orientierenden Rundblick über die weite Tallandschaft besuchen wir nun ein kleines Höhlengrab, welches uns vor allem aufgrund der lebhaften Farbgebung der Gesteinsschichten fasziniert. Vom Höhlenausgang blickt man bereits auf das nächste Ziel, die beeindruckenden Fassadengräber der sogenannten Königswand. Der Weg entlang der Felswand führt uns zu dem einzigartigen Urnengrab, für dessen Besichtigung ein weiterer Aufstieg über viele Stufen erforderlich ist. Zu den Besonderheiten des Urnengrabs zählt der zweistöckige gewölbte Unterbau sowie der große Kolonnadenhof vor dem Monument. Der Innenraum besteht aus einer großen Felskammer mit einer wiederum faszinierend marmorierten Gesteinsdecke. Der weitere Weg entlang der Königswand führt uns nun vorbei am Korinthischen Grab sowie am sogenannten Palastgrab links davon. Danach folgt wiederum ein längerer Fußmarsch oberhalb des Hauptwegs, wobei wir gerne auf eine Beförderung auf 4 Beinen verzichten, obwohl wir uns inzwischen nicht viel anders fühlen als das müde Eselchen am Wegesrand. Allmählich nähern wir uns wieder dem Hauptweg, wo der große Tempel, der vermutlich als repräsentativer königlicher Empfangssaal fungierte, ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit rückt.
Kurze Zeit später haben wir es geschafft. Der wohlverdiente Rastplatz ist erreicht und verbrauchte Energiereserven können wieder nachhaltig aufgefüllt werden. Frisch gestärkt machen wir uns anschließend auf den Rückweg entlang der Säulenstraße, der nabatäischen Hauptstraße während der Blütezeit der Handelsstadt Petra. Nochmals genießen wir den spektakulären Ausblick auf die imposanten Fassadengräber der Königswand, bevor es durch den Sick wieder zurück zum Ausgangspunkt unserer Tour geht. Im Hotel lassen wir den Tag geruhsam ausklingen, wobei die nachhaltigen Eindrücke einer unvergesslichen Tour noch lange vor unserem geistigen Auge präsent bleiben.